Hallo, herzlich willkommen beim Faszien-Channel. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Woche geht es um ein Thema, was nicht sehr häufig ist, aber wenn man es hat, ist es ziemlich gemein, nämlich die Haklundferse. Ja, du hast dich sicherlich gefragt, was ist überhaupt eine Haklundferse? Die Mehrzahl von euch, blöd für die es betrifft, weil die wissen es wahrscheinlich schon. Und das möchte ich dir jetzt einmal erklären. Und zwar ist es das Problem, wir gehen einmal ran, Jan, komm mit der Kamera mal ran. Dreh dich mal um sich mit. Genau. Dass im Bereich der Achillessehne, also hier oberhalb der Ferse, eine knöcherne Verdickung entsteht. Ja? Und jetzt natürlich die Frage, woher kommt eigentlich diese Verdickung, die dann hier im Bereich des Ansatzes der Achillessehne überhaupt ist. Und das ist relativ klar, weil man muss sich das mal anschauen, denn das haben wir in anderen Videos schon mal, die verlinke ich dir gleich mal, schon mal beschrieben. Denn dieses ganze Regelwerk, einmal den Fuß annehmen, ist im Prinzip ja diese hintere Faszienkette. Die beginnt hier unten im Bereich des Spannes, zieht dann über das Fußgewölbe rüber. Unsere Ferse ist im Prinzip die Umlenkrolle in diesem Bereich und geht dann über Achillessehne hoch in die Waden. Das heißt, wenn ich auf irgendeiner dieser Positionen, sei es in der Plantarfaszie, also dem unteren Fußgewölbe, im Bereich der Ferse, also Fersensporn oder eben auch Haklundferse oder Achillessehne, wenn ich in diesem Bereich eine Störung habe, ein Problem habe, ist es immer ein Zeichen dafür, oder in der Regel ein Zeichen dafür, dass zu viel Spannung, zu viel Zug dort drauf ist. Und da ist im Wesentlichen zum einen natürlich die Plantarfaszie, also das Fußgewölbe, aber zum anderen eben auch ganz wichtig hier die große Wadenmuskulatur verantwortlich, die hier natürlich einen kräftigen Zug auf diese feine filigranen Strukturen ausübt. Das heißt, wenn wir uns einmal hier die Wade so anschauen im Verhältnis von der Größe zu dieser kleinen Achillessehne und dann eben rübergehend in die Ferse, dann sind das schon entsprechende Größenverhältnisse, wo hier ein kräftiger Zug drauf ist. Soll heißen, wenn wir hier eine knöcherne Verstärkung vorfinden, ist es ein Zeichen dafür, dass in diesem Bereich viel zu viel Zug ist und dass wir im Prinzip dafür Sorge tragen müssen. Die Behandlung zielt darauf ab, hier die Spannung rauszunehmen. Und das zeigen wir dir jetzt, wie das geht. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Lotion rüber, damit so ein bisschen es gleitet, und wir werden jetzt den Fokus natürlich auf die Wade selber legen, aber auch auf die Plantarfaszie, also auf das Fußgewölbe. Ich fange jetzt einfach an der Wade an. Hier wird der Fuß einfach gelagert und gehe jetzt so ins Gewebe rein und lasse mich einfach vom Gewebe leiten. Bei den Personen, die eine Haklundferse haben, tut es natürlich hier besonders weh. Das könnte man dann auch noch später durch Schröpfen verstärken. Und ich lasse mich einfach vom Gewebe führen. An Stellen, wo keine Verklebungen sind, geht es relativ zügig voran. An Stellen, wo Verklebung ist, bremst mich das Gewebe automatisch ab. Und so lösen wir die Verklebung im Bereich der Wade und damit auch den Zug, die letztendlich natürlich auf die Ferse und auf die Achillessehne überspringt. In der Behandlung mache ich das jetzt 2-3 Mal. Kann auch im Prinzip mich so mit meinen Händen, mit den Fäusten so einsinken lassen. Ich drücke jetzt gar nicht allzu fest, sondern nur ein bisschen mit dem Gewicht der Arme, dass ich so eine Tiefe von 1–1,5 cm habe, und lasse mich langsam gleiten. Hier haben wir jetzt kein konkretes Problem bei unserem Model, weil sie ja keine Haklundferse hat. Geht es jetzt tatsächlich auch relativ zügig bei ihr.
Super. Ja, und wenn wir das fertig haben, dann müssen wir natürlich auch noch das Fußgewölbe abarbeiten. Ich möchte ja genauso wie auch später bei den Übungen, die ich dir zeigen werde, nicht auf dem Knochen, sondern nur in der Nähe, also am Knochen arbeiten. Deswegen suche ich mir hier den Knochenübergang, gehe dort rein und lasse mich jetzt rein gleiten und arbeite einfach das Fußgewölbe ab. Jetzt zeigen wir dir, was du bei einer Hackel-und-Ferse tun kannst. Ganz wichtig ist die Wadendehnung. Dazu stellst du dich einfach senkrecht hin, ungefähr schulterbreit und machst aus dieser Position einen großen Ausfallschritt nach vorne. Sehr gut. Und kommst automatisch mit der hinteren Ferse hoch. Achte darauf, dass der Fuß wirklich genau nach vorne zeigt und nicht irgendwie nach innen oder außen rotiert ist. Und gehst jetzt mit der Ferse nach unten auf den Fußboden. Und wenn das noch nicht reicht, kannst du mit dem Gegenüberknie, also mit dem vorderen Knie, noch nach vorne gehen. Spätestens dann wirst du einen ziemlich starken Zug in der Wade verspüren. Kannst du das merken? Okay, ziemlich deutlich. Super. Ja, du legst den Zug bitte so an, dass du auf der 10er-Skala, also 0 ist gar kein Schmerz, 10 ist der nicht mehr auszuhaltende Schmerz, so bei 6 bis 8 liegst. Also schon kräftig, aber nicht, dass irgendwas kaputt geht dabei oder so. Und hältst jetzt diese Spannung, weil was passiert dort? Die Rezeptoren meckern jetzt so, da zieht jemand ganz stark am Muskel, es könnte ja was kaputt gehen. Und du bleibst einfach dort. Und was dann passiert reflektorisch ist, dass die Rezeptoren die Muskulatur auffordern, loszulassen und locker zu lassen. Das heißt, was dann passiert, ist, dass die Spannung herabgeht. Und es fühlt sich für dich so an, als ob du dich an den Schmerz gewöhnst. Ist der Schmerz immer noch genauso wie ganz am Anfang? Nee. Ist schon weniger? Ja, ist schon weniger, okay. Bei 8 jetzt. Ah ja, und du warst also sogar über 8? Ja. Okay, dann hast du ein bisschen zu viel gemacht. Ne? Achte darauf, dass du auch nicht zu viel machst, dass du wirklich nicht über die 8 kommst, weil wir wollen ja nichts kaputt machen. Und gut. Machst es tatsächlich so lange, bis sich deutlich eine Veränderung einstellt. Im Idealfall, bis der Schmerz sich halbiert hat. Das heißt, wenn du bei 6 bis 8 startest, sollte der dann so zwischen 3 und 4 am Ende sein. Das machst du natürlich auf beiden Seiten, weil auch wenn du das Problem nur auf einer Seite hast, kann ich dir aus der Erfahrung sagen, ist meist die andere Seite auch betroffen, nur längst nicht so schlimm. Das heißt, wenn du vernünftig das machen möchtest, mach bitte gerne beide Seiten. Wie schaut es jetzt bei dir aus? Super. Super, okay. Dann darfst du rauskommen. Exemplarisch zeigen wir dir jetzt nur eine Seite, aber du machst natürlich beide Seiten. Ja, nachdem wir dir in der Übung gezeigt haben, wie du die Wade dehnen kannst, ist es natürlich genauso wichtig, auch noch das Fußgewölbe zu entspannen, zu dehnen. Und dafür eignet sich super ein Tennisball. Das heißt, du nimmst dir einen Tennisball und legst den so ungefähr einen knappen halben Meter vor dir hin. Also so, dass er wirklich vor dir liegt. Und gehst dann zunächst einmal mit dem Ballen dort rauf und fühlst mal, wo der Ballen ist, weil wir möchten ja nicht auf dem Knochen arbeiten, sondern nur am Knochen. Dazu musst du erstmal wissen, wo der überhaupt ist. Wenn du ihn gefunden hast, gehst du einfach ein Stück weiter Richtung Fußgewölbe und verlagerst jetzt dein Gewicht nach vorne, sodass der Ball sich richtig zusammendrückt und ein richtig starker Druck aufs Fußgewölbe entsteht. Und jetzt machst du einfach eine ganz leichte Bewegung nach vorne und lässt dich vom Gewebe gleiten. Und wenn du merkst, dass dort ein Schmerzpunkt kommt oder eine Verfestigung, dann warte einfach ab und warte, wie man so schön sagt, bis das Gewebe einschmilzt. Und du wirst merken, das ist schon ganz schön intensiv, bringt aber eine ganze Menge für dieses System zwischen, für die hintere Faszienkette, die in die Entspannung zu bringen. Und mach das wirklich in diesem Tempo, wie wir dir es jetzt zeigen, gar nicht viel schneller, weil wir wollen ja nicht, dass wir darüber bügeln, sondern wir wollen ja die Verhärtung im Prinzip im Idealfall rausbügeln, wie man so schön sagt. Und wenn du dann nachher an der Ferse angekommen bist, dann schmeißt sich mehr oder weniger der Knochen auch schon raus, dann nimmst du das Gewicht runter. Super.
Auch das haben wir dir einmal exemplarisch jetzt gezeigt. Du machst das bitte einmal auf der C-Linienseite, auf der Innenseite, dann auf der mittleren Linie und auf der kleinen C-Seite im Prinzip wie so 3 Strahlen, dass du das in 3 Ebenen machst, das Fußgewölbe abzuarbeiten. Also zusammengefasst, was ist eine Hacklundferse? Eine Hacklundferse ist eine knöcherne Auswuchs hier und ich habe tatsächlich schon mal einen Patienten gehabt, bei dem ging das bis hier oben. Also es war wirklich Knochen bis in die Wade, der konnte natürlich kaum noch laufen. Und das sind schon Extremfälle und das ist auch nicht von heute auf morgen zu behandeln, weil sowas bildet sich auch nicht von heute auf morgen. Ja, also wenn der Körper anfängt, knöcherne Strukturen umzubauen, dann hat das schon eine ganze Menge vorher stattgefunden und er hat festgestellt, die Zugbelastung ist so hoch, dass eine einfache Sehne nicht reicht. Ich muss das Knöchern verstärken. Und das ist im Prinzip diese Verstärkung hier im Bereich zwischen Ferse und Achillessehne und das, wie gesagt, geht mitunter dann wirklich hier hoch, dass da wirklich ein knochenner Auswuchs ist. Was tun wir dagegen? Wir versuchen in erster Linie mal diese Struktur, die ja wirklich diese Umlenkrolle übers Fußgewölbe hier rum, die hintere Faszie über die Umlenkrolle, Achillessehne hochgeht, diese gesamte Struktur in die Entspannung zu bringen. Das heißt, sowohl in der Behandlung als auch bei den Selbsthilfeübungen sorgen wir dafür, dass die große Wadenmuskulatur in die Entspannung gebracht wird und aber auch das Fußgewölbe. Und wenn wir das im Prinzip machen und du die Übung zu Hause machst, dann kann der Körper auch wieder hier ein bisschen loslassen und dementsprechend auch die Hacklundferse wieder zurückbilden. Das ist aber ein Prozess und ist nicht von heute auf morgen zu erreichen. Wir freuen uns auf nächste Woche beim Faszien-Channel, dich wiederzusehen. Mach's gut, ciao.